Hallo und herzlich willkommen zu Inside AI. Heute übernimmt meine Assistentin mal die Ansage. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Inside AI, der Videoreihe von Fraunhofer IEM, in der wir spannende KI-Anwendungen für die Industrie präsentieren. Ja, das war nochmal eine kleine Demonstration des Advanced Voice Modes von ChatGPT, also wirklich die Interaktion per natürlicher Sprache mit einem Large Language Modell bzw. einem multimodalen Language Modell, was im Prinzip die Basis bildet. Und heute soll es tatsächlich um das Thema Sprache gehen. Und zwar im Fokus Text to Speech, also wie ich aus geschriebenem Text Sprache entwickle. Natürlich ist das Ganze sehr beeindruckend, wenn man den Advanced Voice Mode von ChatGPT ausprobiert. Aber selbst wenn wir das Ganze noch einmal etwas in der Komplexität reduzieren und uns wirklich dediziert anschauen, aus geschriebenem Text Sprache im Prinzip zu erstellen, dann hat das aus unserer Sicht schon ein sehr großes Potenzial, auch insbesondere für Anwendungen in der Industrie. Und das möchte ich heute ein bisschen demonstrieren. In dem Themenfeld gibt es natürlich auch einige Schlagzeilen der letzten Zeit, wo beispielsweise auch das Thema Betrug und Stimmeklonen erwähnt wurde. Das Ganze hat natürlich auch ein gewisses Missbrauchspotenzial. Aber ich möchte heute einmal mit einem aus meiner Sicht positiven Beispiel beginnen. O2 in England, der Mobilfunkanbieter, hat eine KI entwickeln lassen, die im Prinzip darauf abzielt, Betrugsanrufe abzufangen und diese Betrüger im Prinzip dann nicht mit echten Menschen zu verbinden, sondern deren Zeit lieber mit der Interaktion mit dieser KI im Prinzip zu binden. Und da möchte ich einmal einen kurzen Ausschnitt zeigen. Hello, scammers. I'm your worst nightmare. I'm an AI created by O2 to waste phone scammers' time. So, W's then a dot. 3 times W and then dot. I think your profession is bothering people, right? I'm just trying to have a little chat. Ja, und wie wir sehen, also es ist im Prinzip hier sogar einmal noch mit einem KI-Bild bzw. KI-Videos dargestellt. Aber im Grunde genommen geht es wirklich darum, dass echte Menschen, die beispielsweise in Callcentern arbeiten, die im Prinzip als einzige Aufgabe haben, Leute zu betrügen bzw. über den Tisch zu ziehen, statt an eine echte Person, an diese KI weitergeleitet werden. Und das dazu führt, dass im Prinzip Zeit verschwendet wird, weil sie werden natürlich bei einer KI im Prinzip nichts erreichen können, das heißt nicht erfolgreich sein. Wenn das dazu führt, dass im Grunde genommen am Ende des Tages weniger Betrugsfälle auftreten, ist es natürlich eine positive Botschaft. Natürlich, wenn man über das Thema KI-generierte Sprache spricht, dann kommt häufig auch das Argument, ja, diese Betrüger werden in Zukunft dann auch KI einsetzen, um diese Betrugsmaschen im Prinzip durchzuführen. Und natürlich ist es nicht ganz unberechtigt, darüber zu sprechen. Und deshalb halte ich es aber so für wichtig, dass man hier auch Aufklärungsarbeit betreibt, dass man insbesondere Bevölkerungsgruppen, die vielleicht besonders betroffen sind von diesen Betrugsangriffen, darüber aufklärt, was alles auch technisch möglich ist. Und darum soll es heute ein bisschen gehen, wobei ich gerne den Schwerpunkt natürlich nicht auf die negativen Aspekte alleine legen möchte, sondern auf das Potenzial, was ich da sehe. Und im Grunde genommen gibt es viele verschiedene auch Online-Anbieter, die es einem möglich machen, aus geschriebener Sprache Text zu erzeugen. Und ich möchte heute in der Folge im Prinzip zwei Beispiele bringen. Ein bekanntes Beispiel ist vom Unternehmen ElevenLabs. Das ist im Prinzip das Unternehmen, was aus meiner Sicht wirklich auch die beste Qualität liefert, wenn es um das Thema künstlich, also synthetische Stimme geht. Und das Ganze kann tatsächlich sogar kostenfrei genutzt werden mit einigen Einschränkungen. Und dann ist es im Prinzip möglich, wie wir hier sehen, wir haben hier ein relativ einfaches Interface. Es ist schon eine Stimme vorausgewählt. Wir können uns auch mal anhören, wie diese Stimme klingen würde. Ideas are the beginning points of all fortunes. Ja, klingt schon beim ersten Hören gar nicht so schlecht. Wir können natürlich jetzt auch direkt mal versuchen, das Ganze mit einem deutschen Text zu machen. Und dann klicken wir hier auf Generieren und innerhalb von wenigen Sekunden Hallo, ich bin Mathilde aus dem Bauernhof. können wir hören, der Text wird im Prinzip gesprochen. Man hat auch die Möglichkeit, hier entsprechende verschiedene Stimmen auszuwählen. Hallo, ich bin Mathilde aus dem Bauernhof. Gut, das ist jetzt tatsächlich eine männlich klingende Stimme gewesen in dem Fall. Aber man kann natürlich auch Folgendes machen. Hallo und herzlich willkommen bei Inside AI. Und wie man hören kann, klingt das schon ganz schön nach mir.
Und das Ganze braucht tatsächlich einige Minuten an Stimmaufzeichnung. Ich habe jetzt bei dem Beispiel tatsächlich einfach die Audiospur von Inside AI genommen und dann kann ich im Prinzip alles sagen, was ich möchte. Also wir hatten auch in der Vergangenheit mal ein Beispielvideo erstellt, wo ich im Prinzip die Stimme von Roman Dumitrescu, einem unserer Institutsleiter, genommen habe und ein Fake-Video erstellt habe, wo er im Prinzip mich auffordert, Geld zu überweisen. Und so etwas ist dadurch natürlich dann auch möglich. An der Stelle einfach nur mal gezeigt, wie einfach das tatsächlich machbar ist. Es ist also für jeden zugänglich. Aber mir geht es gar nicht so sehr darum, jetzt die Stimmen von Leuten im Prinzip zu klonen und damit irgendwelche illegalen Tätigkeiten umzusetzen, sondern das Ganze können wir natürlich uns zunutze machen. Wenn wir jetzt beispielsweise darüber nachdenken, dass wir eine Botschaft in unserem Unternehmen verbreiten wollen, von beispielsweise einem Geschäftsführer, dann ist es das eine Möglichkeit, um das Ganze auch in verschiedenen Sprachen tatsächlich umzusetzen. Wir können hier einmal das Ganze auf Spanisch beispielsweise probieren. Hola, me llamo Tommy y soy ingeniero. Und man kann sehen, hola, soy Tommy y soy ingeniero. Funktioniert auch ganz gut. Das heißt, die Stimme wird auch erhalten, unabhängig davon, auf welche Sprache man das Ganze übersetzt. Also hier auch eine gute Möglichkeit, um beispielsweise auch Inhalte, vielleicht auch Werbespots tatsächlich automatisiert übersetzen zu lassen und die Stimme beizubehalten. Natürlich ist das Ganze nicht ganz unumstritten, insbesondere in einem Land wie Deutschland, wo wir eine sehr große Branche im Bereich der Audiobücher haben, der Hörspiele haben, der Synchronisationen haben. Und Stand heute ist es natürlich so, ich kann den Text zwar eingeben, aber die Stimme lässt sich natürlich jetzt nicht beliebig feingranular steuern. Das heißt, das Thema der Emotionen kann ich auch nur bedingt im Prinzip einstellen, wobei ElevenLabs tatsächlich sehr stark in diese Richtung geht und tatsächlich neben Stimmen auch Soundeffekte anbietet und versucht, den Markt im Prinzip in diesem Bereich zu erschließen. Ein Feld, wo ich das Thema Audio und Sprache tatsächlich sehr zu schätzen weiß, ist es, wenn es um das Thema Lernen geht. Denn wir können uns vorstellen, wir haben jetzt die Möglichkeit, im Prinzip beliebige textuelle Inhalte uns in gesprochene Sprache übersetzen zu lassen, was dann dazu führt, dass wir während des Autofahrens oder morgens früh, wenn ich beispielsweise das Frühstück für meine Kinder vorbereite, dann kann ich mir Dinge anhören und dadurch beispielsweise etwas lernen. Und das Ganze eröffnet natürlich auch für Unternehmen vollständig neue Möglichkeiten. Nämlich können wir jetzt Wissensinhalte oder die Wissensvermittlung innerhalb von Unternehmen natürlich auch multimodal gestalten. Und in Kombination mit etwas wie Large Language Models, mit ChatGPT oder mit, sage ich mal, hauseigenen Lösungen, kann man das Ganze tatsächlich schon sehr feingranular kontrollieren, sodass man im Prinzip beliebige Inhalte für beliebige Zielgruppen erstellen kann. Hier wäre auch das Beispiel zu bringen, Schulungsunterlagen in beliebigen Sprachen, die dann tatsächlich auch angenehm anzuhören sind, wo man sagen muss, okay, das Ganze klingt gar nicht mehr wie eine Roboterstimme, sondern es lässt sich gut anhören und am Ende des Tages profitieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Unternehmen davon, weil sie im Prinzip auf relativ einfache und zugängliche Art und Weise neue Inhalte lernen können. Und das Unternehmen profitiert natürlich davon, wenn die Wissensvermittlung schneller geht, wenn vielleicht auch die Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schneller vonstatten geht. Letztendlich eine gute Möglichkeit. Und ich tatsächlich habe mir das Thema selber auch vorgenommen. Ich habe selber eine kleine Software entwickelt, erstmal tatsächlich für meine Privatanwendung, die es mir ermöglicht, im Prinzip beliebige Inhalte mir vorlesen zu lassen. Und das Besondere dabei ist, ich nutze dabei nicht die kommerzielle Lösung von ElevenLabs, sondern ich habe verschiedene Text-to-Speech-Lösungen tatsächlich eingebaut, die auch Open Source verfügbar sind. Einige davon sind für kommerzielle Zwecke zwar nicht verfügbar, aber für private Zwecke freigegeben. Und darüber ist es mir tatsächlich möglich, Inhalte einzugeben in meine Software und im Prinzip mir das in Sprache ausgeben zu können. Und ich zeige das jetzt einmal am Beispiel. Also wenn ich jetzt hier ein lokales Modell beispielsweise auswähle, das ist ein Modell, was vor kurzem tatsächlich veröffentlicht wurde und was eine relativ gute Qualität hat. Allerdings das Modell, was ich jetzt hier einsetze, ist nur auf englische Sprache trainiert. Deshalb, wenn wir uns jetzt einmal Beispiele anhören. Und hier ist jetzt auch schon die Aufnahme aufgetaucht. Wir können sehen, es wurde automatisch eine Überschrift erzeugt. Das ist im Hintergrund tatsächlich mit einem Large Language Model ermöglicht. Und Hello, my name is Jeremy. Und wie wir uns anhören können, das klingt auch schon ganz gut. Und das ist tatsächlich ein Sprachmodell, was jetzt auf diesem Laptop läuft und im Prinzip auch ohne Internetanbindung funktioniert. Ich bin dann aber noch einen Schritt weiter gegangen
Und zwar gab es vor kurzem, vor einigen Wochen, wurde von Google tatsächlich ein Tool veröffentlicht, das nennt sich Notebook LM. Und da ist das Interessante, man kann da beliebige textuelle Inhalte wie PDFs, aber auch Bilder im Prinzip hochladen. Und man kann jetzt seit kurzem sich diese Inhalte dann auch in Form eines Podcasts im Prinzip generieren lassen zwischen zwei synthetischen Stimmen, die im Prinzip dann ein Themenfeld diskutieren. Und das Ganze wollte ich tatsächlich auch selber einmal nachbilden und bin jetzt in der Lage, beispielsweise einen Zeitungsartikel zu nehmen. Ja, hier beispielsweise, das klingt doch interessant. Ein Unternehmen, was KI einsetzen will, um Fabriken effizienter zu machen. Ich kann jetzt also hier auch sagen, ich möchte einen Podcast im Prinzip daraus machen. Das wird dann hier zu meiner Aufgabenliste hinzugeführt und das Ganze wird jetzt tatsächlich ein wenig dauern, weil das Ganze tatsächlich lokal läuft. Das Modell, was ich jetzt hier für das Beispiel einsetze, das benötigt einiges an Rechenleistung. Auf dem MacBook läuft das nicht ganz so schnell. Mit einer Nvidia-Grafikkarte beispielsweise lässt sich das Ganze dann doch beschleunigen. Das braucht maximal, glaube ich, 8 GB VRAM. Ist also auch auf Consumer-Hardware sehr gut im Prinzip zu benutzen. Und das zeigt im Prinzip auch ganz schön, wie wir diese Technologien tatsächlich jetzt auch innerhalb von beispielsweise Organisationen oder Unternehmen einsetzen können. Nämlich durch das Ausprobieren von auch komplett neuen Ideen, durch das Umsetzen von komplett neuen Ideen ermöglichen sich natürlich jetzt Dinge, die wir vorher einfach vielleicht gar nicht überlegt hatten, weil die Technologie eben die Möglichkeit jetzt überhaupt liefert, solche Inhalte im Prinzip auf diese Art und Weise aufzubereiten. Ein Beispiel, was ich auch ganz gerne mitbringe, ist die Idee des Unternehmensradios. Also ein Radio, wo im Prinzip neben Musik beispielsweise auch auf das Unternehmen zugeschnittene Inhalte produziert werden. Etwas, was heutzutage selten gemacht wird. Also vielleicht die allergrößten Unternehmen haben vielleicht sowas, wobei mir das ehrlich gesagt auch nicht bekannt ist. Aber so etwas wird durch die Technologie jetzt möglich. Dabei können natürlich dann auch unternehmensrelevante Informationen, auch teilweise interne Informationen, natürlich benutzt werden, durch große Sprachmodelle entsprechend verarbeitet werden und dann so aufbereitet werden, dass man sich das im Prinzip auch bei der Arbeit anhören kann oder auf dem Weg zur Arbeit. Wir nutzen also Zeit, die normalerweise im Prinzip leere Zeit wäre, Zeit, die wir nicht dafür nutzen können, um etwas zu lernen, um das dann zu machen. Natürlich ist es auch eine Möglichkeit, Mitarbeitende zu entlasten, nämlich die Informationsflut, die wir jetzt per E-Mails haben oder per Textnachrichten. Wenn man einen Teil davon über diese Audiokomponente im Prinzip abfangen kann. Ich persönlich beispielsweise nutze das ganz gerne, also es ist sicherlich auch abhängig von der jeweiligen Person, ob das jetzt etwas ist, was gerne genutzt wird oder gerne gemacht wird. Aber das Schöne ist natürlich, dass wir jetzt im Prinzip auf relativ einfache Weise es einfach in verschiedenen Arten aufbereiten können. Der eine möchte sich die Sachen vielleicht lieber durchlesen, der andere hört sich die an. Man kann das Ganze natürlich auch zu Videos kombinieren. Und letztendlich sind dem Ganzen kaum noch Grenzen gesetzt. So, und wie wir sehen, ist das Ganze jetzt hier auch schon aufgetaucht. So I've been reading about this company called Juna that's trying to use AI agents to make factories more energy efficient. Yeah, that sounds really interesting. I hadn't heard of them before, but it makes sense that they'd want to do something like that. I mean, factories are huge consumers of energy, right? Exactly, and the idea is that by automating complex industrial processes and optimizing production settings, they can help companies reduce their energy consumption and lower their carbon footprint. That's a great goal, but how does it actually work? Do they just plug in some fancy computer system and voila? Well, it's a bit more complicated than that. They integrate with manufacturers' production tools like industrial software from AVEVA or SAPI and use historical data from machine sensors to train their AI agents. So, like, they're using machine learning to figure out the optimal settings for machinery. Und wie wir hören können, es klingt wie ein Podcast zwischen zwei Personen. In dem Fall merken wir an einigen Stellen noch, dass bestimmte Wörter nicht korrekt ausgesprochen werden. Das sind aber ehrlicherweise nur noch Kleinigkeiten. Und das Ganze funktioniert wie folgt. Ich nehme den Text von einem Zeitungsartikel aus dem Internet beispielsweise. Ich lasse das Ganze durch ein lokales Sprachmodell an der Stelle verarbeiten und in dieses Podcast-Skript umwandeln. Das ist erstaunlicherweise ein relativ kleines Modell, was ich hierfür einsetze, nämlich das Llama 3.2 3B-Modell, was wirklich auch auf, sag ich mal, handelsüblicher Computerhardware relativ gut zum Laufen gebracht werden kann. Abschließend möchte ich noch ein Beispiel zeigen, das auch in Teilen mit Sprache zu tun hat, nämlich das Thema Text zu Musik. Da gibt es auch mehrere Anbieter, die das tatsächlich jetzt schon erstaunlich gut hinbekommen. Ich kann beispielsweise bei Suno AI mir ein Lied erzeugen lassen, eine Rockballade beispielsweise über Inside AI.
und kann im Prinzip mir hier jetzt tatsächlich auf Knopfdruck ein Lied erzeugen lassen. Das Ganze dauert dann auch einige Sekunden. Auch hier handelt es sich im Prinzip um die Kopplung aus unterschiedlichen KI-Modellen, nämlich großen Sprachmodellen, die im Prinzip aus meinem initialen Textprompt erstmal einen Text generieren und dann ein Modell, was tatsächlich auch das Ganze in Musik und in gesungene Sprache im Prinzip überführt. Hören wir das Ganze einmal an. Stück für Stück die Zukunft sehen. Maschinen lernen, Wege gehen. Datenströme niemals leer. Technik braucht uns Menschen sehr. Ja, das Ganze wird immer in 2 Versionen erstellt. Wir können hier noch einmal kurz in die andere Version reinhören. Stück für Stück die Zukunft sehen. Maschinen lernen, Wege gehen. Ja, beides würde ich jetzt nicht unbedingt als Rockballade bezeichnen. Ich finde es immer noch sehr erstaunlich. Also ich bin jedes Mal wirklich sehr verblüfft, wie sehr das tatsächlich doch noch echter Musik klingt. Wobei man natürlich sehr darüber streiten kann, ob das jetzt Musik ist, die man sich gerne anhören möchte. Grundsätzlich bin ich persönlich auch Musikliebhaber und ich habe es dann doch schon immer noch lieber, wenn die Musik irgendwo von Menschen in irgendeiner Art und Weise erzeugt wurde. Hier durch einen einfachen Klick auf den Knopf ist das Ganze natürlich kein Aufwand mehr. Aber das zeigt auch einfach wieder, wie enorm schnell sich diese Technologie verändert und wie wichtig es eigentlich auch ist, dass wir darüber sprechen, denn das Ganze hat natürlich Auswirkungen auch in viele Bereiche. Also gerade hier muss man sagen, wer jetzt beispielsweise noch einen Firmenjingle oder so in Auftrag gibt, der wird in Zukunft vielleicht dann eher solche Tools nutzen, sodass Menschen, die aktuell in dieser Branche arbeiten, dann Schwierigkeiten haben, diese Aufträge zu finden. Wobei ich das tatsächlich auch sehr kritisch sehe. Wie gesagt, ich persönlich, gerade im Bereich Musik, weiß es dann doch noch zu schätzen, wenn irgendwo eine Idee dahinter steckt, ein Mensch oder mehrere Menschen, die das Ganze dann entwickelt haben, eine Geschichte hinter der Kunst sozusagen. Und letztendlich werden wir damit aber umgehen müssen und finde es erstmal wichtig, dass man erstmal weiß, was technologisch alles schon möglich ist, damit man im Prinzip auch mitreden kann, mitdiskutieren kann und am Ende des Tages dann diese Technologie auch möglichst sinnvoll einsetzen können. Ja, das ist es für heute gewesen zum Thema Text-to-Speech bzw. Text-to-Audio. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert sehr gerne unseren Kanal. Lasst auch sehr gerne einen Kommentar da, wenn ihr einfach uns Feedback geben wollt. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Kommentar und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt Inside AI.